Hallo meine Lieben, heute in diesem Video erfährt ihr einmal meine persönliche Geschichte zum Thema Vergebung und einen Einblick, wie ich aufgewachsen bin, was für ein Verhältnis ich zu meiner Familie hatte. Und ja, ihr werdet merken, alles passiert aus einem Grund. Und wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann seht ihr in den Videos, dass alles so seinen Sinn hatte, egal was gekommen ist. Und in dem Beispiel, ich hatte niemals vorgehabt, irgendwie zurück nach Deutschland zu kommen, vor allem so früh. Also nach 7 Monaten schon nach Deutschland war einfach, kam für mich nicht in Frage, vor allem zur aktuellen Zeit. Und es hat sich einfach herausgestellt, es war genau die richtige Entscheidung. Ich bin vor diesem Video, was ich jetzt drehe, ich glaube 2 Videos vorher, habe ich auch darüber geredet, warum es genau der richtige Zeitpunkt ist, genau hier zu sein, also für mich, und warum es sich genau richtig angefühlt hat, einfach zu verlängern und erst am 1. Oktober zu fliegen. Genau, was das aber jetzt mit meiner Familie zu tun hat, ja, werde ich euch in diesem Video mitteilen, weil ich glaube, wenn ich nicht zurückgekommen wäre, dann hätte ich niemals so krass Frieden schließen können, wie ich es getan habe. Und ja, ihr müsst wissen, dass ich generell, also mit meiner Mama, mit meinem Papa, dann gibt es noch meine Tante und meine Stiefmutter, das waren so die 4 engsten Personen, mit denen ich sozusagen groß geworden bin. Mit allen 4 habe ich kein gutes Verhältnis gehabt und ja, jahrelang eigentlich nie Kontakt zu meinen Eltern auch gehabt. Die letzten 2 Jahre, muss ich aber sagen, ist mit meinem Vater besser geworden, dass wir uns halt besser verstanden haben, einfach aus dem Grund, dass er angefangen hat, mich zu akzeptieren, wie ich bin, und ich natürlich auch einen Prozess durchgegangen bin und immer wieder versucht habe zu heilen, und es mir aber einfach so schwer gefallen ist, weil ich natürlich auch noch Wunden in mir habe aus meiner Kindheit, die noch nicht komplett geheilt sind. Und darauf möchte ich auf jeden Fall eingehen. Wenn ihr noch nicht die Geschichte gelesen habt, wie ich bei meinem Vater und meiner Stiefmutter groß geworden bin, dann empfehle ich es euch. Beziehungsweise, ich glaube, ich mache mal hier einen Cut. Dann setze ich diesen Text ein und werde es euch vielleicht vorlesen, dass es direkt im Video mit dabei ist. Das habe ich vor mehreren Jahren mal geschrieben. Darum, wo es einfach ging, wie ich bei meinem Vater und meiner Stiefmutter groß geworden bin. Ich bin bei meinem Vater und seiner neuen Frau und ihren Kindern aufgewachsen. Ich habe immer die Familie von meinen Freunden bewundert, wie sie so zusammen gegessen haben, miteinander redeten und zusammen lachten. Auch wenn es für viele selbstverständlich ist, war es für mich das nicht. Als älteste Tochter meines Vaters und einzige Tochter, die nicht von meiner Stiefmutter kam, habe ich immer das Gefühl gehabt, nicht zur Familie dazu zu gehören. Sie gingen oft zusammen essen und in den Urlaub, während ich zu Hause bleiben und mich um die Wohnung kümmern musste. Ich habe sehr oft alleine gegessen, denn nie war ich willkommen, wenn sie beisammen aßen und saßen. Meine Stiefmutter konnte es nicht abhaben, wenn ich etwas von ihrem Essen essen wollte. Nach der Schule ging ich direkt in mein Zimmer, um den negativen Kontakt zu ihr zu meiden. Ich erinnere mich kaum an Tage, an denen sie mich nicht anschrie oder klein gemacht hat. Dafür, dass ich zum Beispiel etwas vergessen hatte zu machen oder das Haus nicht sauber genug geputzt hatte. Den Kontakt zu meinen Geschwistern hat sie mir verboten, auch als ich noch im selben Haus gewohnt habe. In der Schule fiel es mir immer schwer, Textzusammenhänge zu verstehen und mir Dinge zu merken. Ich war dennoch schon immer sehr wissbegierig und fragte viel nach. Oft wurde ich für das, was ich sagte und fragte, ausgelacht, und man bezeichnete mich als dumm und fragte mich, wie ich es überhaupt zum Abitur geschafft habe. Ich hatte oft das Gefühl, anders als alle anderen zu sein, und habe mich unverstanden gefühlt. Ich hatte das Gefühl, nirgendwo dazuzugehören, sei es in der Familie oder in der Schule. Meine Selbstzweifel stiegen an. Ich wurde immer leiser und habe mich nicht mehr getraut, Dinge zu sagen oder zu fragen. Ich wollte mich einfach nur verstecken. Mit 12 Jahren fingen meine Zweifel an. Meine innere Welt bestand aus 3 Emotionen: Angst, Trauer und Einsamkeit. Sie fraßen mich von Jahr zu Jahr auf. Mit 19 Jahren war ich seelisch am Ende. Ich stellte mir die Frage, willst du wirklich weiterleben oder deinem Leid ein Ende setzen? Einen Monat vor meinem Abitur wurde eine Anfälligkeit für Depressionen diagnostiziert und mein Arzt legte mir einen Therapeuten ans Herz. Ein Mensch und ein Moment in meinem Leben gaben mir die Erkenntnis, die mein Leben radikal veränderte.
Obwohl ich mich bis zum 19. Lebensjahr von allen so ungeliebt und unverstanden gefühlt habe, trage ich heute so viel Liebe in mir und bin dankbarer und glücklicher denn je zuvor. Durch das Tanzen und den Sport konnte ich meiner Trauer entgegenwirken und habe meine Negativität weggetanzt und wegtrainiert. In den Momenten zählte nur der Moment und ich war bei mir. Natürlich gehörte noch einiges mehr dazu, jedoch hat der Sport wohl mein Leben damals gerettet. Wenn Menschen heute auf mich treffen, sehen sie jemanden, die voll Liebe und Offenheit und Lebensenergie strahlt. Und da kann ich nur ehrlich zustimmen. Denn heute kann ich sagen, ich liebe mich und mein Leben von tiefstem Herzen. Ich liebe den Prozess, den ich durchlaufen bin und jeden Prozess, den ich noch durchlaufen werde. Ich bin so dankbar, diese schwierige Kindheit und Jugend gehabt zu haben. Denn wenn sie nicht wäre, wäre ich nicht diese starke Persönlichkeit geworden, die ich immer sein wollte. Und ich hätte niemals zu meiner Berufung gefunden, andere Menschen zu ihrem eigenen Glück und zur eigenen Gesundheit zu verhelfen. Meine Vergangenheit hat mich stark geprägt und nur durch den Entschluss, etwas an meinem Leben und an mir zu ändern, hat sich mein ganzes Leben verändert. Manchmal verlaufen wir uns im Dunkeln und finden den Weg nicht mehr heraus. Ein einziger Mensch, ein einziger Ort, ein einziger Moment kann dir das Licht zeigen und das wird dein ganzes Leben verändern. PS, dieses Bild entstand circa ein Jahr nach meinem Auszug. An diesem Tag konnte ich meine Geschwister zum ersten Mal wiedersehen. Auch dieses Treffen wurde verheimlicht von meinem Vater organisiert, nachdem ich ihn mehrmals darum bat, dass ich meine Geschwister wiedersehen möchte. Und hier seht ihr nochmal ein paar aktuelle Bilder von mir. So, jetzt habt ihr einen Einblick ungefähr, wie ich mich als Kind gefühlt haben muss bei meiner Stiefmutter und meinem Vater. Und ja, ich fange mal mit der ersten Geschichte an. Und zwar mit der krassesten Story eigentlich. Oder etwas, was ich halt niemals mir irgendwie vorstellen können, dass es halt so passiert. Es ist aber. Und zwar mit meiner Stiefmama. Ihr müsst wissen, dass ich, seitdem ich ausgezogen bin, 2016, wir nie wieder miteinander geredet haben. Und auch jahrelang zuvor war das wirklich sehr, sehr, sehr schwer, weil sie einfach zu der Zeit noch sehr, sehr viel Hass in sich hatte und das alles an mir halt rausgelassen hat. Es war so ein bisschen so wie Aschenputtel, dass ich halt wirklich die ganze Wohnung putzen musste. Und wenn ich was falsch gemacht habe oder beziehungsweise nicht sauber genug, dann musste ich nochmal sauber machen. Also ich musste nicht nur den Boden, sondern auch die ganzen Wände schrubben und die ganzen Ecken und alles. Und das war sehr belastend für mich, einfach diese Wut von ihr zu spüren, einfach, dass sie mich halt wirklich jeden Tag angeschrien hat, dass sie mich systematisch aus der Familie ausgegrenzt hat, also weil die einfach mit meinem Papa, mit ihren Kindern, ohne mich in den Urlaub gefahren sind, ohne mich essen gegangen sind und ich war halt immer das fünfte Rad am Wagen, die nicht dazugehört hat und es war auch so, dass sie tatsächlich, ich meine das wirklich so, wie ich sage, dass es wirklich wie systematische Ausgrenzung war. Nicht nur halt diese Ereignisse, sondern dass da bestimmte Situationen halt passiert sind, die mich immer mehr mich immer mehr in das Eck gedrängt haben. Und ich mich immer unwohler und immer unglücklicher war, dort zu leben. Ein Beispiel auch nochmal, Weihnachten und Geburtstage waren für mich eigentlich die zwei Feste im Jahr, die am schlimmsten waren. Ich weiß, für andere sind das die zwei schönsten Momente irgendwie im Jahr. Für mich waren das die zwei schrecklichsten Feste im Jahr, jahrelang, als ich noch dort gelebt habe, einfach. Erstens Weihnachten, weil mir einfach klar wurde, dass ich nicht dazugehöre, dass ich zwar dort wohne, aber mich nirgendwo wie zu Hause fühle. Meine Geschwister haben alle immer so riesen Geschenke bekommen und ich habe dann irgendwie so 20 € oder so bekommen.
Und ja, ich habe nie wirklich dann mehr verbracht mit ihnen, bin dann halt immer in mein Zimmer hoch, wie immer, dass ich mich dann auch natürlich, dass ich immer mehr mit mir alleine einfach war, weil ich mich einfach so unwohl und unwillkommen dort gefühlt habe. Das zweite war an meinem Geburtstag. Mein Bruder hat 2 Tage vor mir Geburtstag, am 10. Juli. Ich habe ja am 12. Juli Geburtstag. Und ja, meine Stiefmutter hat immer so eine Riesenparty für meinen Bruder veranstaltet. Die haben im Garten immer gegrillt und voll viele Gäste eingeladen. Und die haben das immer an meinem Geburtstag gefeiert. Ich weiß nicht warum. Man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht weil es irgendwie am Wochenende war. Aber ja, also er hat am 10. Geburtstag, ich am 12. Sie haben seinen Geburtstag gefeiert. Nur sein, also sie haben nie gesagt, dass ich auch Geburtstag habe. Dementsprechend wurde mein kleiner Bruder immer total beschenkt und keiner wusste eigentlich, dass ich Geburtstag habe und dementsprechend habe ich nie was bekommen und ich habe mich einfach immer wieder so fehl am Platz gefühlt und bin wie immer einfach in mein Zimmer gegangen und war für mich alleine. Das war nur einer der vielen Momente, die ich jetzt mit euch geteilt habe. Es gab natürlich viele, viele, viele weitere Momente. Was mir jetzt noch zum Beispiel einfällt, ist, dass als ich halt gekocht habe und oder generell, ich weiß, dass ich halt mit meinem größten Bruder, also habe ich die beste Connection gehabt, weil ich halt mit ihm groß geworden bin. Die anderen waren einfach zu klein und ich bin ja dann auch mit 2016 halt raus aus dem Haus. Und mein kleiner Bruder, also es war mir so wichtig, einfach eine gute Verbindung zu meinen Geschwistern zu haben. Und meine Stiefmama hat die halt immer oft so Fernseher lassen und Wii spielen lassen. Und ich war halt so, ich wollte irgendwie, also es hat mich irgendwie traurig gemacht, weil ich dachte, nee, eine Erziehung will ich halt anders machen und habe dann mit denen irgendwie versucht, Gesellschaftsspiele zu spielen, also mit ihm Memory und ich fand das Essen, noch was sie kochte, manchmal so ungesund, dass ich halt selber, also ich musste sowieso selber kochen, weil sie nie wollte, dass ich halt mitesse von ihrem Essen und mir auch nie Bescheid gegeben haben, wenn sie halt gekocht haben und ich halt meistens in meinem Zimmer war. Dementsprechend habe ich das auch nie mitbekommen und sie hatten meistens auch nie was zurückgelassen. Und ja, wenn ich das damals angesprochen habe, dann meinte sie nur, ich solle selber kochen. Das habe ich dann irgendwann auch gemacht. Ich bin auch übrigens dankbar für die Zeit, weil es mich unglaublich stark gemacht hat und selbstständig in dem Sinne, weil ich sehr, sehr früh einfach als Kind schon anfangen musste, selber Wäsche zu waschen und zu kochen. Was natürlich im weiteren Leben dann hilfreich ist. Natürlich hätte man das auf eine liebevollere Art machen können, aber ja, sowas halt nicht. Ja, genau, auf jeden Fall war es so, dass ich dann gekocht habe und immer ihm was abgeben wollte und irgendwann hat sie es halt gemerkt und da hat sie halt angefangen, ihm zu drohen und also erstmal am Anfang hat sie angefangen, erstmal zu versuchen, mich halt schlecht zu machen, dass sie halt meinte, dass ich voll die böse Schwester bin und am Anfang hat es irgendwie auch funktioniert, dass er sich ferngehalten hat von mir. Irgendwann hat er gemerkt, oh, das stimmt gar nicht, was sie sagt. Ich spiele trotzdem mit meiner Schwester, ja, weil das halt nicht stimmt, was meine Mama sagt. Und dann, ab dem Moment an, fing sie an, ihm zu drohen und zu sagen, ich kaufe dir diese und diese Spiele nicht mehr, wenn du mit ihr weiterhin Zeit verbringst. Und dann war es halt wirklich so, dass wir das heimlich gemacht haben, dass wenn sie irgendwie, dass die anderen Kinder abgeholt hat vom Kindergarten, dass wir gespielt haben und wenn sie zurückkam, hat er es halt richtig schnell eingeräumt und so getan, als hätte er gar nichts mit mir gespielt. Ja, so könnt ihr euch das vorstellen. Auch 2016 dann, als ich ausgezogen bin nach meinem Abi, ja, war das eigentlich für sie so klar, sie will nichts mehr mit mir zu tun haben. Für mich war es auch klar, weil das war einfach eine schon, ich würde sagen, schwierige Kindheit einfach und Jugend und ja, ich hatte dennoch immer das Bedürfnis, meine Geschwister wiederzusehen und habe natürlich meinem Vater auch geschrieben, hey, wie sieht's aus, können wir uns sehen? Ich würde gerne wiedersehen und dann haben wir das tatsächlich irgendwie, ich glaube,
einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr, ich weiß nicht mehr genau, aber so um den Dreh haben wir uns dann getroffen. Es war halt alles auf heimlicher Basis. Ich habe immer irgendwie Geschenke mitgebracht und dann haben die Kinder immer gesagt, oh, das können wir nicht annehmen, dann weiß doch Mama, dass wir uns getroffen haben. Und ja, so ging das eigentlich weiter. Die ganzen Jahre. Sorry, ich habe einen Frosch im Hals. Okay. Bis dieses Jahr. Wenn ich darüber nachdenke, kriege ich richtig, richtig Gänsehaut. Also ich muss sagen, dass ich die letzten Jahre schon viel an mir sozusagen gearbeitet habe, dass ich es geschafft habe, ohne ihre Erlaubnis oder ohne mit ihr im Gespräch zu sein, dass ich geschafft habe, ihr zu vergeben. Das heißt, dass ich nicht mehr wütend war und dass ich einfach nur dankbar war für diese Erfahrung im Leben, die natürlich nicht schön war, aber die dennoch sehr viel mir mitgegeben hat und auch einfach, die mich zu dieser Person gemacht hat, die ich heute bin. Und wie ihr wisst, liebe ich mich selbst. Und ja, sonst wäre ich halt nie an dem Punkt, wo ich heute bin. Und deswegen war es für mich eigentlich schon so, ich spüre gar keine Wut mehr zu dieser Frau. Diese Frau hat wahrscheinlich irgendwas selber in ihrem Leben erlebt, dass sie so viel Wut und Hass einfach in sich fühlt und das dann auch auf andere projiziert. Weil ich in dem Sinne als Kind, ich habe nichts gemacht und dennoch hat sie so viel Hass in mir gesehen, einfach weil ich die Tochter von meiner Mama war und sie meine Mama gehasst hat, weil meine Mama die Ex-Freundin von ihrem Mann ist, so. Und auf jeden Fall dieses Jahr wollte ich halt natürlich die Zeit nutzen, wo ich in Deutschland bin, dass ich sie wiedersehe, also meine Geschwister und mein Papa, und habe halt gefragt, ob wir uns sehen können. Und dann hat er gesagt, ja, wir grillen, du kannst vorbeikommen. Und ich erstmal so, what? Ich kann euer Haus betreten? Das ist so voll unreal, weil sie so damals meinte, ey, du wirst nie wieder einen Fuß hier in mein Haus betreten. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass sie das mal so erlaubt, ne? Und ich war sehr aufgeregt. Ich war richtig, richtig, richtig aufgeregt. Und ich habe mir wirklich fest vorgenommen, egal wie sie sein wird, egal was sein wird, ich möchte, dass sie weiß, dass ich mit ihr dass ich mit ihr im Frieden bin, dass ich ihr vergeben habe. Und einfach, ich wollte mit Liebe in dieses Haus gehen, mit dieser Intention und bin natürlich auch mit dieser Energy in das Haus reingegangen. Und zwar natürlich mit Vorbereitung und dass ich halt einfach schon mal die Dankbarkeit in mir gefühlt habe, bewusst wahrgenommen habe. Ich bin dankbar, dass sie es mir erlaubt, das Haus zu betreten. Ich bin dankbar, dass ich die Kinder offiziell wieder sehen darf. Und dementsprechend war ich auch einfach relativ gut gelaunt. Und ja, die Kinder und Papa haben mich abgeholt. Ich bin dann habe erstmal so eine Rundführung von meinem Kleinen, der mittlerweile, der ist schon so groß wie ich. Ich kann auch mal gerne hier Bilder einblenden. Oh Gott, er ist so groß geworden und hat Stimmbruch. Ist so ungewohnt, weil ich ihn so als Baby kennengelernt, sage ich, kenne. Und ja, es war einfach schon sehr lange her, dass wir uns gesehen haben. Und dann war es halt für mich so, what? Das sieht so anders aus. Er hat mich auf jeden Fall rumgeführt. Und dann habe ich ihm so gesagt, weil mein Vietnamesisch nicht so gut ist und meine Stiefmutter halt eher Vietnamesisch redet, nicht so gut Deutsch kann und man aus Respekt auch eher auf Vietnamesisch dann redet, aber es fällt mir halt super schwer. Und dann habe ich ihn so gefragt, ey du, was heißt denn auf Vietnamesisch? Danke, dass ich hier sein darf. Also, dass du mir erlaubst, hier zu sein. Und dann meinte er so direkt, Achtung, er meinte das gar nicht böse, Leute, er ist noch ein Kind. Aber genau, er meinte so, wieso willst du ihr das sagen? Meine Mama hat schon mit dir abgeschlossen. Sie hat gesagt, dass sie nichts mehr mit dir zu tun haben will, dass sie dich den ganzen Tag ignorieren wird. Und sie hat einfach schon mit dir abgeschlossen. Und dann ich so,
alles hat sich zusammengezogen. Ich war auf einmal so richtig, in richtig kurzen Moment hatte ich so richtig Schiss gehabt und dachte mir, oh scheiße, wie das wohl sein wird, ob das, und kam halt diese Emotion halt von früher hoch, so, und ich hatte, ihr müsst wissen, dass ich, nachdem ich ausgezogen bin, noch jahrelang immer wieder Panikattacken bekommen habe bei bestimmten Situationen oder bei Menschen, die sehr ähnliche Verhaltenszüge hatten wie sie. Ja, dass ich manchmal so einfach so wie ein Stechen, und ich konnte nicht mehr richtig atmen oder hatte richtig Angst und oder musste weinen, wenn halt eine bestimmte Situation einfach, weil diese selben Emotionen oder diese Situation ein Gefühl in mir getriggert hat, was mich zurück in dieses alte Ich sozusagen geholt hat, in die Situation, als ich noch ein kleines Kind war und mir nicht selber helfen konnte. Das hatte ich dann gespürt, noch jahrelang, als ich schon sozusagen erwachsen war. Und ja, in dem Moment habe ich es ganz kurz gespürt und dann habe ich kurz innegehalten, tief ein- und ausgeatmet und habe mir selber gesagt, hey Jenny, du bist nicht mehr das kleine Mädchen von früher, du hast schon so viel überstanden, also kurz mit mir selber halt so, ne, mir bewusst gemacht, ich bin nicht mehr die, ich bin jetzt die Jenny, ja, die sich das jetzt vorgenommen hat und die das jetzt durchzieht. Und dann bin ich einfach runtergegangen, die Treppen runter, raus in den Garten und wollte mich bei ihr bedanken. Ich bin dann raus und sie war halt am Grill und hat gar nicht geguckt, sie wusste aber, dass ich komme. Und gerade in dem Moment, wo ich erst gesagt habe, wo ich aus Höflichkeit gesagt habe, hallo, Go, also auf Vietnamesisch so, man muss, so aus Respekt hat man immer so einen Titel, sowas wie Schwester, Bruder oder große Tante und keine Ahnung so. Und dann habe ich halt also mich begrüßt und in dem Moment, sie hat mich nicht mal angeschaut und hat so gemeint, geh rein, es regnet gerade, und also es war so ein einfacher Aufwand. Ich habe halt schon gemerkt, okay, sie ist noch nicht ready dafür. In dem Moment war es so ein bisschen so, oh, schade, ich konnte mich noch nicht so, ich wollte mich eigentlich bedanken, hab's noch gemacht, aber trotzdem war es halt nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Meinte halt, ja, ich wollte mich doch nur bedanken und so, und dann die so, ja, kein Ding. Und dann bin ich halt rein. Und kurzen Moment hat es mich enttäuscht und dann war ich aber wieder so, ich war eigentlich ziemlich schnell wieder in meiner Energy und hatte eigentlich relativ schnell auch das Verständnis dafür, dass sie halt das noch nicht so schnell annehmen kann, weil das halt, weil wir jahrelang dieses Konflikt hatten und das nicht von jetzt auf gleich sozusagen, also ich hatte Verständnis dafür, sagen wir so. Genau, und dann saßen wir alle später dann halt am Tisch, als das Essen ready war. Und alle haben geredet, meine Geschwister, Papa, sie hat auch manchmal geredet, aber immer nur mit den anderen. So. Und sie hat mich nie angeschaut. Also es war schon immer ihr Ding, dass sie mich nie angeschaut hat. Und dann irgendwann, also ich mit meiner Energy halt positive und gut drauf und auch Papa und Geschwister. Irgendwann hat sie dann mitgeredet. Und dann fing sie an, auch auf meine Sachen zu antworten und mit mir zu reden. Am Anfang war es noch so, sie hat mich gar nicht angeschaut. Also sie hat mit mir geredet, aber dann hat sie zu meinem Papa geguckt oder sie hat mal irgendwie so zur Seite geguckt. War noch sehr so, am Anfang war es noch diese kalte Energie, dieses so abwertend. Aber ich bin weiterhin offen gewesen, und Leute, das ist auch so ein Ding, das ich immer wieder merke, wenn ich mich energetisch verschließe und so denke, boah, ich habe gar keinen Bock, dann genau das ziehst du an, genau das wird die andere Person spüren. Aber ey, wenn du offen bist und in deinen Gedanken denkst, komm her, so, ich hab dich lieb oder keine Ahnung, sowas, ne, dann spürt die Person das. Und ich war in dem Moment, ich war einfach die ganze Zeit nur dankbar, dass ich hier sein durfte, dass ich mit meinen Geschwistern sein durfte, dass ich am selben Tisch sein durfte, mit ihnen zusammen essen durfte. Das sind so Sachen, die wir fast nie gemacht haben. Ich habe immer alleine gegessen, zu Hause, in meinem Zimmer. Und ja, es war in dem Moment dann halt einfach, in dem Moment habe ich Liebe gespürt, auch wenn es von ihrer Seite aus nicht kam, so. Und am Anfang war es sehr, sehr kühl noch von ihr, und dann irgendwann, so nach 20, 30 Minuten, dann hat sie mich angeschaut, so das erste Mal, und ich habe sie natürlich angelächelt, so, und
Und das ist, ich weiß nicht, das erste Mal nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, aber nach sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Also das letzte Mal gelächelt, da glaube ich, als ich frisch eingezogen bin und irgendwie 11, 12 oder irgendwie so war. Ja, und dann fing das halt an, dass wir halt immer mehr miteinander geredet haben und ich einfach gemerkt habe, oh krass, es klappt so. Und es war so krass, weil das so das erste Mal, dass wir so richtig wieder so kommuniziert haben miteinander und wo ich gespürt habe, es ist nicht voller Hass. Und ja, das war crazy, weil ab dem Moment wusste ich, okay, sie hat mir auch vergeben. Und ab dem Moment wusste ich, ist es jetzt 100% Frieden zwischen uns. Und auch als ich dann gegangen bin, ich habe mich nochmal bedankt und alles. Und meinte mein Papa auch, ja, du bist halt jederzeit wieder willkommen. Und er sagt halt auch nur Dinge, wo meine Stiefmutter halt auch zugestimmt hat. Das heißt, für sie ist es auch in Ordnung, dass ich halt wiederkomme. Und es war halt wieder so, also nicht zum Leben wiederkommen, sondern zu Besuch. Aber was ja auch schon richtig krass ist. Und ich habe mich einfach so krass gefreut. Und ja, in dieser Moment hat mir einfach wieder so krass gezeigt, I'm the creator of my life. Und ich ziehe diese Energien an, die ich ausstrahle. Ich bin verantwortlich für mein Leben. Und ich habe mir diese Intention gesetzt. Und genau so ist es gekommen. Und so ist es auch immer in meinem Leben gewesen, dass wenn ich mir wirklich vom tiefsten Herzen gewünscht habe, wenn ich mein Herz geöffnet habe und wenn ich wirklich ehrlich bin mit meinen Gefühlen und das zulasse, dann wird es genauso kommen. Vor allem, was jetzt bezogen ist mit anderen Menschen. Und ja, ey, ihr wisst gar nicht, was für eine Erleichterung das für mich ist. Ich habe auch danach so viel geweint. Das ist jetzt schon mittlerweile, ich glaube, es ist schon einen Monat her, dass wir uns gesehen hatten. Und ja, es war sehr, sehr emotional für mich. Immer noch. Und ja, einer meiner ganz vielen Erfolge dieses Jahr. Und worauf ich ja stolz bin und stolz sein darf, dass ich ja diese Stärke hatte, über meine Vergangenheit sozusagen drüber zu stehen und zu vergeben. Und ich kann es wirklich nur jedem von euch raten. Das ist wirklich einer der schönsten Gefühle, die es geben kann. Und wie ich auch schon eigentlich vor einem Video gesagt habe, ihr braucht nicht die andere Person, um zu vergeben, um Frieden in euch zu spüren. Aber wenn die Möglichkeit besteht, dann ist ein Gespräch, eine Kommunikation immer wertvoll. Und Frieden von beiden Seiten fühlt sich nochmal ganz anders an als nur Frieden auf einer Seite, auch wenn es natürlich besser als gar kein Frieden ist. Ja, das war so die Story erstmal mit meiner Stiefmama. Mit meinem Papa habe ich euch ja schon gesagt, also ihr müsst wissen, dass ich und mein Papa auch eine sehr, sehr, sehr generell, also Papa und Mama, ich hatte immer das Gefühl gehabt, meine Eltern kennen mich nicht und dass ganz Social Media mich besser kennt als meine Eltern, weil ich mich halt einfach so zeige, wie ich bin und auch, wenn ich natürlich auch alle Menschen, die mich einfach kennen, also nicht nur vor Social Media, sondern auch, oh, meine Batterie ist gleich leer, sondern auch im wahren Leben. Aber ich hatte immer das Gefühl, meine Eltern interessieren sich nicht dafür und öffnen sich nicht dafür, dementsprechend kennen sie mich auch nicht. Und ja, bei meinem Papa war es immer so gewesen, er hat mich früher immer sehr, sehr viel kontrolliert und was eigentlich am schwersten für mich war, dass er nie zu mir stand, sondern immer hinter meiner Stiefmama oder irgendwann an dem Punkt, als er dann gemerkt hat, okay, was wirklich abgeht, dass er sich nicht getraut hat, sich für mich einzusetzen. Und ja, ich dann sehr lange einfach die Gedanken hatte, mein Papa ist ein Feigling und ich dann auch sehr einfach diese Enttäuschung lange gespürt habe. Dementsprechend hatte sich das natürlich in meinem Leben wieder gespiegelt, weil ich meinem Papa nicht vergeben habe, indem ich Menschen oder Männer angezogen habe, die komplett das Gegenteil von Feigling waren, aber dementsprechend mich auch sehr, sehr schlecht behandelt haben. Nur ein kleiner Beispiel und ich muss sagen, wirklich
ab dem Moment, wo ich meinem Papa verziehen habe, und das kam auch dadurch, dass ich einfach selber an mir gearbeitet habe und auch natürlich den Kontakt zu meinem Papa gesucht habe, das war ein Prozess, und es hat sich aber immer mehr habe ich gefühlt, Papa, ich vergebe dir so, und das ist Vergangenheit. Und ab dem Moment habe ich nie wieder einen Mann angezogen, der mich schlecht behandelt. Natürlich hat das auch viel damit zu tun, dass ich sehr stark auch an meinem Selbstwert gearbeitet habe. Das heißt, ich habe natürlich einfach keine Menschen mehr an mich rangelassen, die einfach nicht mehr den Wert in mir sehen, die mich nicht gut behandeln, sondern ja, also habe ich dann ignoriert so. Ja, es kann man natürlich nie so schwarz-weiß sehen, aber es hängt schon viel miteinander zusammen. Ja, so, das war eine kurze Story zu meinem Papa. Ihr müsst wissen, dass ich mit allen meinen Familienmitgliedern immer gestritten habe, und es war diesmal so, dass wir uns mit allen, gab es diesmal keinen Streit, das erste Mal in meinem ganzen Leben. Ich habe es nie geschafft, das war wirklich hart. Es war richtig hart, weil meine Familie einfach das Gegenteil von mir ist. Aber ja, genau. Jetzt zu meiner Mama, zu der letzten Geschichte. Mit meiner Mama war es am härtesten für mich, muss ich sagen, weil ich, also als ich schon geflogen bin, hatte ich immer noch, also im Ausland immer noch diese Wut und diese Enttäuschung an meine Mama, dass sie nie die Mama war, die ich mir gewünscht habe, beziehungsweise nie diese Mutterrolle eingenommen hat. Sie ist so bis heute, also ich weiß nicht, wie man das nennt, aber sie ist halt sehr jung geblieben, ne? Ihre Seele ist sehr jung, und ich hatte immer das Gefühl, irgendwie, ich bin ihre Mama, und sie war halt immer so, sie ist immer total verspielt und denkt nicht über Folgen nach und ist halt so, ich weiß nicht, wie so ein Kind manchmal. Und oft waren die Situationen einfach immer sehr, da hätte ich mir einfach eine Mama gewünscht, und nicht irgendwie immer das Gefühl haben müssen, ja, dass ich das irgendwie ausbaden muss oder so. Und oft hatte ich auch das Gefühl, dass sie mich halt verleugnet, einfach weil sie nie zu mir stand oder gesagt hat, dass ich bin ihre Tochter, sondern hat immer gesagt, ey, das ist meine Schwester, wenn wir draußen unterwegs waren, weil sie halt einfach noch so jung bleiben wollte, oder auch als diese gesehen werden wollte. Und das hat natürlich, diese Verleugnung, dass ich ihre Tochter bin, hat natürlich auch viel mit mir gemacht. Ja, die andere Sache ist einfach ihre Kälte. Also generell sind meine Eltern ziemlich distanziert. Ihr müsst wissen, oder ich glaube, okay, wenn ihr meine Videos schaut, dann glaube ich, wisst ihr, dass ich ein sehr herzlicher und liebevoller Mensch bin, und ich liebe Umarmung. Und meine Eltern sind so, die umarmen mich so 2-mal im Jahr oder so. Also mittlerweile auch schon ein bisschen öfter, weil ich halt auch auf sie zugehe. Aber früher, als ich jünger war, so 2-mal im Jahr, einmal an Weihnachten, einmal an meinem Geburtstag. Und dann auch nicht diese richtig feste Umarmung, die man kennt, sondern so dieses, ich klopfe dir mal auf die Schulter Umarmung. Und ja, ich bin denen auch nicht böse, vielleicht haben sie es halt nicht anders gelernt. Aber dennoch hat es natürlich auch viel mit mir gemacht, dass es mir halt einfach ganz stark an Liebe damals halt gefehlt hat. Und ja, meine Mama ist gleichzeitig dann auch eine Person, die immer über mein Leben bestimmen möchte und mich nie irgendwie nie akzeptiert hat, was ich wollte, was ich mache, egal was ich mache. Es war schlecht für sie in ihren Augen, und ich muss anders machen, egal was, wirklich. Und auch wenn sie mal das empfohlen hat, und dann mache ich das, weil ich es halt selber will, dann ist es wieder falsch, dann ist es doch der andere Weg. Also es war immer irgendwie, immer was ich mache, egal was ich mache, es ist nicht richtig, es ist falsch, es ist scheiße, warum machst du das, mach doch das und das und das. I don't know why, but so war's. Und was natürlich auch sehr verletzend für mich war, ist einfach ihre Art und Weise, wie, dass ich das Gefühl habe, dass sie mich nicht kennt, dass sie mich nicht sieht, dass sie mich nicht akzeptiert, wie ich bin, und dass sie mich nicht wertschätzt und nicht dankbar ist, dass ich da bin. Kleine Beispiele: an ihrem, nicht Geburtstag, an Weihnachten habe ich Weihnachten mit meiner Tante und mit ihr verbracht, und meiner Tante habe ich einfach so ein Set geschenkt, was halt schon fertig
fertiggestellt war. Und meiner Mama habe ich selbst ein Paket zusammengestellt mit ganz, ganz vielen Kleinigkeiten und was halt natürlich auch mit Liebe war. Und meine Mama ist halt oft auch so emotionslos oder kalt, ich weiß nicht, aber auch nur in meiner Gegenwart oder so, ich weiß es nicht. Zumindest habe ich das Gefühl so, dass sie dann in dem Moment auch sehr so voll abgefuckt und hat dann so das Geschenk von meiner Tante gesehen und meinte dann so, boah, deine Tante hat so ein großes Geschenk und ich habe nur so ein kleines, und hat sich richtig aufgeregt und meine Mama hat mir nur ein Duschgel geschenkt, so, also zum Vergleich, so, dass das eigentlich gar nicht gerechtfertigt war, dass sie sich so aufgeregt hat und vor allem war es in dem Moment einfach so ein Schlag in mein Herz, weil ich mir Mühe gegeben habe und ich dann halt einfach so Undankbarkeit erfahren habe. Das war so ein Moment. Die anderen Momente waren halt, also ich habe sie sehr selten gesehen und ich erinnere mich noch an einen Moment, wo ich sie nach einem halben Jahr wieder gesehen habe und ich sie halt in den Arm nehmen wollte. Und meine Mama ist halt sehr distanziert, ne? Deswegen ist es nicht, auch wenn wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen haben, ist nicht das Erste, dass sie mich umarmen will, sondern das Erste ist erstmal mich beleidigen. Und ich weiß noch ganz genau, wir laufen so aufeinander zu und ich will sie gerade in den Arm nehmen und dann sagt sie, und sie guckt mich schon so richtig so böse an und meinte so, boah, wie siehst du denn aus? Ich dachte, du bist Fitnesstrainerin, du bist ja richtig dünn und trainierst du nicht? Und ich dachte mir so, Alter, wie wär's mit, wie geht's dir? Lang nicht mehr gesehen. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Und jetzt komme ich zu der Geschichte, zu dem Moment, wo ich es auflesen könnte. Beziehungsweise auch hier ist es ein Prozess. Und ich glaube, mit meiner Mama dauert es am längsten einfach durch meine Vergangenheit. Ja, mit allen anderen muss ich sagen, dass ich da schon relativ im Frieden bin. Aber mit meiner Mama auch hier. Ich habe sie sehr lange nicht gesehen und nach meiner Reise habe ich mir wirklich diese Intention genommen, wenn ich sie wiedersehe, dann nehme ich es mir nicht mehr zu Herzen, weil ihr müsst wissen, ich habe es immer sehr persönlich genommen. Also es hat mich immer sehr verletzt, einfach wie sie mit mir geredet hat. Entweder war ich dann traurig oder wütend. Und dementsprechend hat sie sich natürlich auch verschlossen, ne, weil ich dann auch direkt auf Angriff gegangen bin. Diesmal habe ich mir fest vorgenommen, egal wie sie sein wird, und wahrscheinlich, vielleicht wird sie wieder irgendwas Beleidigendes sagen, dann werde ich das nicht persönlich nehmen. Und tatsächlich war es dann so, nach meiner Reise, als wir uns das erste Mal gesehen haben, wieder genau exakt das Gleiche. Wie siehst du denn aus? Du siehst aus wie eine Oma mit deinen Haaren. Was hast du mit deinen Haaren gemacht? Ey, wie schrecklich. Und in dem Moment, ich habe es mir einfach nicht zu Herzen genommen. Ich habe einfach gelacht und habe sie dann halt in den Arm genommen. Und ihr müsst wissen, das schaffe ich nicht sehr oft bei ihr, weil sie oft mit so einer, weil sie das nicht nur sagt, sondern weil sie das so meint und diese Energie auch nicht aus es ist nur Spaß, sondern diese Energie ist halt keine schöne so, die dahinter steckt, hinter diesen Worten. Dennoch konnte ich es lenken, indem ich diese Intention gesetzt habe, ich nehme es mir nicht persönlich, indem ich offen geblieben bin und einfach meine Liebe wieder geshared habe. Und das war so der Beginn mit meiner Mama. So, meine Mama war auch immer so eine Person, die nie Zeit hatte für mich. Als ich schon da gewohnt habe, was ja auch der Grund war, warum ich später zu meinem Papa gezogen bin, weil sie halt nie da war und ich als Kind immer alleine war. Später auch, als ich bei meinem Papa gewohnt habe und sie halt sehen wollte, hat sie immer gesagt, keine Zeit, keine Zeit, nicht mal irgendwie essen zu gehen. Und ja, dieses Mal war ich halt da und wir haben angefangen zu reden und ihr müsst wissen, wir haben eigentlich fast nie geredet. Einfach weil es immer in einem Streit geendet ist. Ja, weil einfach ihre Art und Weise, wie sie mit mir geredet hat, das hat mich einfach immer richtig aufgeregt.
Und es hat sich nicht viel bei ihr verändert. Also sie hat wieder, wieder diese Art und Weise, dass sie wieder über mein Leben kontrollieren möchte, dass sie wieder sozusagen mir Ratschläge gibt. Wirklich, es fühlt sich so für mich an, Leute, ungefragte Ratschläge fühlen sich einfach wie Schläge an, so, okay, wer hat dich gefragt nach dem Motto, aber ja. Ich weiß, Mama will nur das Beste, aber dennoch war es immer sehr, sehr anstrengend, einfach, weil das sich so angefühlt hat, als wäre ich nicht gut genug und dass sie nie akzeptiert hat, was ich machen will. Aber auch hier meine Intention, halt auch, ja, einfach im Frieden zu sein und nicht einfach wieder irgendwie Drama oder Streitigkeiten auszulösen, hat es mir gelungen, so, weil ich mir diese Intention gesetzt habe und dadurch, dass ich das dann halt, dass ich halt nicht dagegen angekämpft habe und gesagt habe, ja, Mama, lass mich doch einfach und warum machst du das und das wieder und warum akzeptierst du mich nicht? Also dadurch, dass ich halt nicht wieder sozusagen reagiert habe und versucht habe, mich zu rechtfertigen in dem Sinne oder mich zu erklären oder zu beweisen, sondern einfach nur zugehört habe, auch wenn das ja nicht wirklich irgendwas war, in dem Sinne, was schön für mich war zuzuhören, sage ich mal so. Dennoch habe ich es einfach mal gemacht. Und dann habe ich auch gemerkt, dass sie offener war, mit mir zu sprechen. Und dann hat sie gefragt, ob wir was essen gehen wollen, was ja eigentlich so gut wie nie passiert. Und da habe ich schon gemerkt, sie ist viel offener, einfach dadurch, dass ich halt die Dinge nicht mehr persönlich nehme und an mich ranlasse. Und es war richtig schön einfach, weil wir da saßen und wir das erste Mal eine normale Konversation führen konnten, wirklich. Also das ist ein Riesenerfolg für mich, weil ich das halt einfach noch nie mit ihr einfach hatte. Und es ist auch da, es war ein Riesenerfolg, wirklich. Also mit allen 4 Personen, Familienmitgliedern und auch mit meiner Mama bin ich auch aus Liebe heraus sozusagen, habe ich mich dann auch verabschiedet und so, als ich nach Berlin gekommen bin. Und natürlich mit meiner Mama und generell alles im Leben ist ein Prozess und da darf man auch selber einfach nicht streng mit sich selber sein, wenn man es mal nicht schafft. Ich habe auch Momente, wo ich immer noch Dinge persönlich nehme, wo es mich immer noch einfach verletzt oder ich wütend werde. Und ja, dann darf man einfach auch das akzeptieren, dass es erstmal so passiert ist, sich nicht dafür irgendwie noch weiter fertig machen und dann auch den Fehler irgendwie eingestehen, den man gemacht hat, sich entschuldigen und einfach keep going, living your life und einfach nicht so streng mit sich selber sein und sich Zeit geben, weil alles im Leben ist ein Prozess. Und vor allem solche Themen, die einfach jahrelang passiert sind, die können nicht von jetzt auf gleich gelöst werden. So. Und ja, da dürfen wir auf jeden Fall alle lernen, geduldiger mit uns selber zu sein. Und ja, das war eigentlich, das war es schon. Das war die Geschichte oder ein Teil von meiner familiären Geschichte und ja, zum Thema auch Vergebung habe ich ja auch schon viel gesagt. Und ich hoffe wirklich, dass ich für jeden irgendwie gerade eine Inspiration sein kann, diesen ersten Step zu gehen. Und ja, dass wir alle mehr in Richtung Vergebung gehen, dass wir alle mehr vergeben, dass wir alle mehr lieben, dass wir alle uns mehr öffnen. Und ja, glaub mir, das lohnt sich. Das lohnt sich. Für euch, für die ganze Welt. Das ist wie eine Domino-Reaktion, weil wenn ihr euch heilt und den andere Person auch gleichzeitig mitteilt, diese Person wird dann das vielleicht auch als Inspiration nehmen und mit einer anderen Person Frieden schließen
Und so entsteht dann im Kollektiv immer mehr Vernetzungen von Menschen, von Seelen, die immer mehr im Frieden leben. Und das ist ja auch das, was wir wollen. Eine bessere Welt, eine schönere Welt, eine Welt voller Liebe und Frieden. Und ja, da dürfen wir auf jeden Fall den ersten Schritt auch gehen und ja, die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Und das ist ein guter Schlusssatz. Also vielen Dank, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Teilt gerne eure Gedanken mit mir. Falls ihr irgendwelche persönlichen Geschichten zum Thema Vergebung habt, freue ich mich natürlich auch extrem, einfach davon zu hören. Und ja, falls ihr mir noch nicht folgt, folgt mir. Bis zum nächsten Mal und fühlt euch umarmt. Habt euch lieb. Das bin ich und mein Vater nach meinem Abitur 2016. Das ist meine Mama ein paar Jahre nach meinem Abitur. Das ist meine Mama und mein Papa. Das bin ich als Baby und meine Mama. Das sind meine Geschwister, mein Vater und meine Stiefmama. Und jetzt kommen ein paar schöne Erinnerungen mit meiner Familie. Ja. Das ist so süß. Oh mein Gott. Oh, das ist so süß. Mein Bruder. Mach mir ein Sandwich, du Weib. Nein. God, guys, I'm showing my brother. It's so long time ago. I saw my brother, my sister. They're so big. I can't. And he's my father. Hello. It's so long time ago. I'm so happy. He's so big. Oh my God! The last time he was so small. Say something. Hi. Hi. Oh my God, wie alt bist du jetzt? 16. 14. Ja, Leute, guck mal, wie süß, mein kleiner Bruder. Sag mal was. Sag mal hallo, David. Sag mal hallo. was. Oh mein Gott, bist du... Hallo. Sag Jabo. Schämst du dich? Hallo. Cheese!